In dieser Folge Rauschkultur möchte ich über negative Erfahrungen mit psychotropen Substanzen sprechen, meinen negativen Erfahrungen mit Psychedelika und Halluzinogenen. Ich hatte in meinem Leben vielleicht 4 oder 5 Erfahrungen mit einer psychotropen Substanz, die ich wirklich als sehr negativ beschreiben würde. Deutlich mehr, die weitaus positiver waren. Oft ist natürlich ein Element an Negativität vorhanden. Gerade bei Psychedelika ist das ja eine der wichtigen Effekte, durch die man durch muss, um sich den eigenen Schwächen zu stellen. Eigentlich fast immer durch Mangel an Vorbereitung oder durch dumme Entscheidungen kann das Ganze auch extrem negativ werden. Und vielleicht könnt ihr etwas aus meinen Fehlern lernen. Ich möchte über Hanf, aber auch über DPH, Diphenhydramin und über 2-CP reden. Also 3 bis 4 Erfahrungen genauer beschreiben, die wirklich, wirklich schwierig waren und teilweise auch recht negative Folgen hatten, die ich inzwischen aber relativ gut überwunden habe, würde ich behaupten. Die erste Erfahrung fand statt, als ich noch sehr jung war und dennoch bereits interessiert an veränderten Bewusstseinszuständen. Allerdings in einem Alter, in dem ich niemanden kannte, der ebenfalls interessiert war und auch keine Quellen hatte für irgendwelche Substanzen, die man sich vielleicht wünschen würde, abgesehen von Hanf. Und ich erfuhr relativ schnell von DXM und DPH, Dextrometophan und Diphenhydramin. DXM ist Ratiopharm-Hustenstiller, das ist so der Markenname davon und das ist ein Dissoziativum, also in Richtung Keta, aber deutlich anders, auch pharmakologisch sehr komplex und damit hatte ich auch ein paar negative Erfahrungen, aber hauptsächlich eigentlich positive. DPH allerdings ist ein Halluzinogen, ein Delirantium, das mit Engelstrompete oder Stechapfel oder Bilsenkraut vergleichbar ist. Und wenn man mal unterhaltsame und interessante und gruselige Trip-Berichte lesen möchte, dann liest etwas über DPH, denn die Wirkung, die diese Substanz erzeugt, ist extrem merkwürdig. Man bekommt diese echten Halluzinationen, die man nicht mehr von der Realität unterscheiden kann. Man weiß teilweise nicht mehr, dass man irgendwas eingenommen hat. Ich würde im Nachhinein sagen, diese Erfahrung, die ich jetzt beschreiben möchte, hat sich angefühlt wie absolute Schizophrenie, wie ein komplett psychotischer Zustand. Ich war mir nicht mehr meiner selbst bewusst, ich war mir nicht mehr bewusst, was mit mir geschieht. Es war ein bisschen so, als wäre man in einem Albtraum gefangen, der allerdings echt war. Ich nahm diese Tabletten ein. Es waren sehr viele. Ich nahm eine Dosis von 1000 Milligramm, was extrem dämlich ist und extrem gefährlich. Das hätte durchaus zu meinem frühen Tod führen können. Zum Glück hatte ich eigentlich kaum körperliche Symptome. Es gibt Erfahrungsberichte, bei denen Leute Krampfanfälle davon bekommen haben, auch schon bei etwas niedrigeren Dosierungen, wie ich im Nachhinein dann gelesen habe. Und ich wusste, dass das eine hohe Dosis ist, aber aus irgendeinem Grund dachte ich, das geht klar. Ich kann den Gedankenprozess selbst nicht mehr nachempfinden, den ich damals hatte. Ich war sehr jung und nicht risikoavers, hatte zuvor bereits eine niedrigere Dosierung genommen, was okay war und dachte dann, ja gut, dann nehme ich einfach mal doppelt so viel. Und das führte dazu, da auch mein Trip-Sitter weggegangen ist, also ich wollte alleine sein, ich wollte schlafen gehen, ich wollte einfach mit dem Bus heimfahren und schlafen gehen. Mein Trip-Sitter hat mich nicht aufgehalten, da er selbst halt nicht wusste, dass er mich nicht alleine gehen lassen sollte. Daraufhin bekam ich Blackouts und irrte über Stunden hinweg durch die Innenstadt. Es war Winter, es war dunkel und kalt und ich halluzinierte die ganze Zeit irgendwelche Menschen, die mir folgen oder die mit mir reden. Ich muss extrem seltsam gewirkt haben und ganz seltsam mit meiner Umwelt umgegangen sein. Im Nachhinein frage ich mich, also es ist ein Wunder, dass ich nicht in einer Psychiatrie oder etwas Ähnlichem landete. Es gab diese eine Szene, ich gehe irgendeine Straße lang, dann sitzt plötzlich jemand in einem Liegestuhl in einem Vorgarten im Winter, als es dunkel war und fragt mich: „Kennst du den und den?“ Und es war 'n Kumpel von mir, den ich aus der Schule kannte. Und ich meinte: „Ja, wir sind zur Schule gegangen.“ Dann meinte die Person: „Auf die Kripo-Schule, oder?“ Und,
Dann bin ich plötzlich weggerannt und dachte, ich werde verfolgt von Mafia-Menschen in einem Auto, die mich erschießen wollen. Und der Kumpel, den der Mann gerade angesprochen hatte, war bei mir und er ist mit mir geflohen. Dann ist der Kumpel plötzlich in ein Gebüsch gesprungen und ich irgendwie bin entkommen. Blackout, ich bin wieder an einer anderen Stelle. So ungefähr war diese Erfahrung. Ich kam dann irgendwann nach so um die 6, 7 Stunden zu Hause an. Ich hatte noch auf dem Heimweg, also als ich schon in der Straße war, zu der Wohnung, in der ich gewohnt habe, hatte ich noch mal 'n Blackout, stand dann plötzlich vor meiner Wohnungstür, habe es zum Glück irgendwie geschafft, heimzukommen, habe mich hingelegt und am nächsten Tag war zum Glück alles wieder okay. Das war eine interessante Erfahrung, da ich keine wirkliche Angst währenddessen hatte. Währenddessen war's wie, als wäre man in 'nem Albtraum. Ich war halt einfach in diesem Ding. Es war alles super strange und dark und gruselig, aber ich hatte keine große Interpretationsebene darüber, die jetzt irgendwie denken würde: „Oh Gott, was passiert da grad mit mir?“ Deswegen würde ich das jetzt noch nicht als psychologisch so schwierige Erfahrung einordnen, obwohl es absolut, weird war und furchtbar war und ich jedem davon abrate, diese Substanz zu nehmen. Das ist, würde ich sagen, die schlechteste und unangenehmste psychotrope Substanz, die ich jemals eingenommen habe. Und umso gruseliger ist es, dass es, viele Jugendliche gibt, die davon süchtig werden. Auf Reddit gibt es ein Subreddit namens DPH und dort sind sehr viele sehr depressive, teilweise suizidale Jugendliche, die diese Substanz als Flucht vor der Realität einnehmen. Und ich finde, das ist wirklich deprimierend, wenn man sich das vorstellt, da dieser Rausch so unfassbar unangenehm ist. Wie schlimm muss die nüchterne Realität dieser Menschen sein? Ganz, ganz, ganz furchtbar. Die erste psychisch wirklich, wirklich beängstigende Erfahrung war, wenn ich das zeitlich richtig hinbekomme, mein 2CP-Trip. 2CP hatte ich bereits ein paar Mal davor genommen und ist eine sehr interessante Substanz, die an sich sehr schöne Erfahrungen erzeugen kann. Es ist ein generell eher schwieriges Psychedelikum, da die Wirkung erst nach so 2 Stunden teilweise eintritt und man sehr lange so ein Hochkommen hat, sehr starker Bodyload. Man fühlt sich körperlich aufgeladen, weiß nicht, wohin mit der Energie, teilweise auch Übelkeit. Es ist eine raue Substanz, möchte ich sagen. Es ist wirklich anstrengend teilweise. Aber dieses eine Mal war wirklich dumm. Auch wieder, es lag einfach an mangelnder Vorbereitung und an zu großem Risiko, das ich eingegangen bin. Die Situation war folgende: Ich war mit 2 Freunden, draußen im Sommer auf einer sehr schönen Wiese nahe eines Flusses und die beiden hatten 2CP eingenommen, eine recht geringe Dosis. Ich war dabei, sollte quasi Tripsitter sein. Die beiden hatten eine super Erfahrung, waren extrem gut drauf und ich dachte mir: „Oh Mann, ich will auch.“ Daraufhin, ähm, fuhr ich mit dem Bus heim, vielleicht auch mit dem Fahrrad und dort nahm ich 2CP nasal ein, was ich zuvor noch nie getan hatte. Ich nahm eine relativ große Dosis, also oral wäre das okay gewesen. Es war eine mittlere orale Dosis, aber nasal ist die Wirkung viel, viel stärker. Man muss eigentlich die Dosis um die Hälfte reduzieren. Das war mir nicht so ganz klar. Ich dachte, okay, es wird ein bisschen stärker sein und halt ein bisschen schneller wirken. Darum habe ich es auch nasal genommen, damit es eben schneller wirkt und ich nicht diese 2 Stunden warten muss. Ich ziehe also es waren um die 10 Milligramm 2CP und sobald ich hochschaue, merke ich, wie alle Farben plötzlich extrem intensiv sind und es fühlte sich an, als würden diese Farben auf mich einprügeln. Es war eine aggressive Belästigung, die diese Farben auf mich ausgeübt haben. Und ich wusste sofort: „Okay, das war viel zu viel. Ich habe irgendwas ganz, ganz falsch gemacht.“ Bin sofort in so 'n Panikmodus gekommen, dachte: oh Gott, jetzt habe ich's übertrieben, jetzt werde ich verrückt“ oder sonst irgendwas. Ich hatte keine Angst davor zu sterben, aber ich dachte: „Jetzt passiert irgendwas ganz, ganz Schlimmes.“ Bin also aus meinem Zimmer rausgegangen nach draußen. Meine beiden Kumpels haben davor gewartet und ich war nur so: „Oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Ich brauche Benzos. Ich brauche was Beruhigendes, was mich runterholt.“ Habe dann den Krankenwagen gerufen, habe keine Substanzen am Telefon erwähnt, sondern dass ich eine Panikattacke habe. Der Krankenwagen kam,
Ich bin eingestiegen und, hatte große Schwierigkeiten, denen zu erklären, was los ist. Ich wurde gefragt, was ich genommen habe. Ich meinte ein psychedelisches Phenethylamin, ähnlich wie Mescalin. Niemand wusste irgendwas darüber. Ein junger Pfleger war da, der sehr anti-Rausch war und der wütend auf mich war, dass ich es gewagt habe, so etwas einzunehmen. Der dann so was sagt wie: „Ah, das ist so etwas wie Meth." Ähm, also, sehr wenig Kompetenz und, er hatte das Gefühl, er muss mir eine Lektion erteilen und war sehr angepisst. Wahrscheinlich dachte er: „Ah, geschieht ihm recht" und jetzt einfach noch möglichst viel irgendwie Stress machen, damit es ihm eine Lehre ist. Dafür hätte ich ihn wirklich nicht gebraucht. Es war mir auch so eine Lehre. Jedenfalls, die Fahrt war sehr weird. Ich wurde dann gefragt, welcher Tag heute ist und so weiter. Konnte ich alles beantworten. Also, ich war noch in der Realität verankert, aber war eben sehr nervös und sehr abgelenkt und es war alles extrem überfordernd. Dann ein schlimmer Moment war auch noch, als sie mich festgeschnallt haben an der Liege, während der Fahrt. Und im ersten Moment dachte ich: „Oh Gott, jetzt werde ich entmündigt, ich werde festgeschnallt", wie in diesen, Filmen, in denen alte Psychiatrien gezeigt werden, wo Leute mit Elektroschocks gefesselt werden und so weiter. Mir wurde erklärt: „Ja, das ist nur für die Fahrt. Wir schnallen dich nur an aus Sicherheitsgründen" und so. Habe ich dann verstanden, war okay. Dann war ich im Krankenhaus, wurde in eine Art Gemeinschaftsnotaufnahme oder sowas geschoben mit so einem Bett, also auf einer Liege. Und um mich rum waren ganz weirde Geschehnisse, weirde Leute. Ich erinnere mich an ein Mädchen, das sehr paranoid wirkte und das so die ganze Zeit so, ja, als wäre sie einfach komplett in 'nem Panik-Paranoid-psychotischen Modus, war sie wahrscheinlich auch, so die ganze Zeit sich umgeschaut hat und irgendwie gekauert ist und rumgegangen ist. Und ich dachte mir so: „Oh Gott, nehme ich das grade nur so wahr oder passiert das grade wirklich?" Dann die Krönung war noch, hat dieser junge Pfleger einen alten Mann im Rollstuhl hergeschoben neben mich, neben meine Liege. Dieser alte Mann hatte wohl Parkinson, etwas in der Art. Er konnte sich auf jeden Fall nicht richtig bewegen, hat gezittert und wurde gefüttert von diesem Pfleger. Und dann hat der Pfleger in mein Ohr geflüstert: „Das passiert, wenn man zu viel Meth nimmt." Ähm, in dem Moment fand ich's dann fast schon wieder witzig, weil ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nie Meth genommen. Ich habe es auch nach wie vor nicht genommen und es war ja nicht mal hat ja nichts damit zu tun gehabt. Da fand ich's dann, also, ich habe dann mit der Zeit so Humor daran gefunden. Dieses Panikgefühl war wirklich nur in diesem ersten Moment und sobald ich dann in dem Krankenwagen war und gemerkt habe, okay, Leute interagieren mit mir, ich bin jetzt irgendwie zumindest körperlich sicher, war es weg, das Panikgefühl. Und dann war ich in diesem Krankenhaus, ich hatte so eine Infusion bekommen an der Hand. Ja, Salzwasserlösung haben die mir einfach gegeben. Sie wollten mir kein Benzo geben, kein Beruhigungsmittel. Da habe ich auch die wütende Antwort bekommen: „Ja, wir geben hier doch keine Drogen, das ist ein Krankenhaus." Ja, na ja, im Endeffekt war es okay, ich habe es wirklich nicht gebraucht. Alleine, also, es war einfach ein Fehler, diesen Krankenwagen zu rufen, definitiv. So wie ich es genommen habe, war 'n Fehler. Ich habe das Set und Setting nicht beachtet. Das war viel zu spontan. Ich hätte erst mal rausgehen müssen und dann 'ne niedrigere Dosis nehmen, dann wäre wahrscheinlich alles gut gewesen. Dass ich hier im Zimmer war und dann wollte ich noch in die Natur gehen und so und dann war alles komplett überfordernd. Das war halt einfach dumm. Ich musste dann 'ne Urinprobe abgeben. Da wurde dann mein Urin getestet und es wurde eben 2-CP und THC gefunden. THC hatte ich irgendwie am Vortag geraucht oder so, also hatte damit nichts zu tun. Ich durfte dann zum Glück frei rumgehen in diesem Krankenhaus, habe mich dann so in diese Halle gesetzt, habe diese Absurdität, dass ich gerade trippend in diesem Krankenhaus bin, kam dann und dann, habe ich mich auch mal im Spiegel betrachtet und habe gesehen, wie meine Pupillen komplett riesig sind und ich diese Infusion, diesen Zugang noch an der Hand kleben habe und dachte: „Oh Gott, ich sehe einfach aus wie 'n Lunatic, wie ein Irrenhausinsasse." Ich hatte auch den Eindruck, manche der Leute, die da gewartet haben, haben mich sehr, sehr seltsam angeschaut. Ich habe mir dann irgendwie 'n Kakao am Automaten gezogen, habe den Oberarzt da, der nicht so böse auf mich war, sondern der eher gechillt war, habe den gefragt: „Darf ich raus vor die Tür und rauchen?" Und der meinte: „Ja, aber ja, kein THC, sonst wird es stärker" und so. Und dann
meinte ich so: „Ja, das ist mir schon klar, ich will eine Zigarette rauchen.“ Ich habe mich dann zwischendurch auf die Trage gelegt und habe die Augen geschlossen und hatte dann wunderschöne Visionen vor dem geschlossenen Auge. 2CP in etwas höherer Dosis hat eine ganz besondere Art der Visionen. Es ist irgendwie alles sehr mystisch. Es hatte so einen ganz leichten erotischen Touch. Es war sehr wild und nicht geometrisch, sondern es hatte so eine gewisse rohe, körperliche, göttliche göttliche Energie, ohne dass ich das jetzt spirituell meine, aber das sind so die Assoziationen, die da mit mir kamen. So ein bisschen, als hätte ich eine weibliche Göttin vor meinem inneren Auge gesehen. Das war dann noch ganz angenehm. Ich wurde dann abgeholt und ja, zu Hause war es dann okay. Der Trip war dann wahrscheinlich auch schon wieder vorbei, konnte mich hinlegen. Aber dieser Moment, diese Anfangspanik, die hat mich wirklich tief beeindruckt und geängstigt und hat dafür gesorgt, dass ich dann jahrelang kein Psychedelikum mehr angefasst habe, weil ich einfach Angst davor hatte, dass dieser Moment wiederkommt. Und ich glaube, es war, eine gute Entscheidung, dass ich lange kein Psychedelikum mehr angefasst habe. Ich hatte dann auch eine ziemlich schwierige Lebensphase und mir ist es dann auch passiert, dass auf Cannabis solche Panik ebenfalls aufkam. Einmal war das in Amsterdam, ne, in Den Haag. Da saßen wir an der Krachte und haben Hanf geraucht und ich hatte plötzlich ein starkes Panikgefühl und war sehr unangenehm und es war ganz schlimm. Das hatte ich dann noch mal zu Hause und ich habe mich komplett verloren und einsam und hilflos gefühlt. Auch ein Grund, weswegen ich kein THC mehr konsumiere seit langer Zeit und wenn, dann nur im Urlaub oder so in ganz besonderen Situationen, wo ich weg vom Alltagsstress bin und wo ich wirklich diese stark bewusstseinsverändernde Wirkung will. Hanf hat jegliche Entspannungskomponente für mich komplett verloren. Es ist für mich ein Psychedelikum, das sehr anstrengend ist, das sehr assoziativ ist. Es sorgt bei mir inzwischen dafür, dass ich sehr stark visuelle Erinnerungen habe, visuell nachdenke und sehr viele Assoziationen in meinem Kopf kommen, meine Gedanken stark rasen. Das kann interessant sein, aber es ist definitiv nichts mehr, was ich einfach so casual konsumieren würde. Und ich denke, da spielt eben auch dieser 2CP-Trip eine Rolle, dass es so geworden ist. Im Endeffekt ganz gut, denn es gab eine Zeit, in der ich täglich Hanf konsumiert habe und das war nicht gut. Erstens, weil es Geld kostet und zweitens, dieses ständige, so stark bewusstseinsverändert sein ist nicht produktiv, meiner Ansicht nach. Gibt natürlich Leute, die trotzdem gut damit klarkommen. Das will ich auch gar nicht absprechen. Ich will Hanf nicht verteufeln oder so, aber für mich war es nichts und ich bin ganz froh, dass ich das nicht mehr täglich brauche. Ja, das war bisher die gruseligste Erfahrung, die ich auf einem Psychedelikum hatte und ich konnte nicht gut damit umgehen. Ich war auch einfach nicht alt genug dafür und diese lange Pause war definitiv nötig, denn ich glaube, viele Leute nehmen Psychedelika etwas zu früh. Es ist eigentlich eine Substanzklasse, die man erst nehmen sollte, wenn man so ein bisschen seinen Weg im Leben oder seine Identität zumindest einigermaßen verstanden hat, um da eben eine Disruption reinzubringen, weil es halt so stark verändernd ist und einen so viel hinterfragen lässt und einen die Realität so stark anzweifeln lässt, dass ja, ich glaube, 25 plus ist in der Regel ganz gut. Ich würde niemandem unter 20 empfehlen, 'n Psychedelikum zu nehmen, auf gar keinen Fall. Und die Erfahrung hat mir beigebracht, nicht so casual damit zu sein, sich vorher ganz bewusst vorzunehmen, es nicht spontan zu machen, Intention zu setzen, Notfallpläne zu haben, was, falls etwas passiert, falls es sehr unangenehm wird, was ich dann tue. Ich möchte auch immer einen Raum haben, in dem ich mich zurückziehen kann, denn oft reicht ja bereits ein Wechsel der Szenerie, ein Wechsel der Musik, ein anderer Raum, vielleicht eine Badewanne oder sowas. Das hilft oft schon eigentlich und auf keinen Fall etwas nehmen mit dem Plan, jetzt noch irgendwo hinzugehen, während es dann anfängt zu wirken und dann erst an den schönen Ort zu gehen, das ist auch gar keine gute Idee, finde ich.
Wenn ihr auch negative Erfahrungen gemacht habt, schreibt die doch gerne in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und vielleicht auch, was ihr Positives daraus ziehen konntet. Das war eine kurze, spontane Erzählstunde. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.